Worüber habt ihr denn geredet, Tanja und du? Wieso interessiert dich das? Nur so? Ja, wie viel Klamotten hast du denn dabei für die paar Tage? Ein paar Tage ist gut. Für 365 Tage ohne Waschen habe ich immer noch viel zu wenig dabei. Für wie viele Tage? Tanja wird einen Vaterschaftstest machen, dann... Okay, mach einen Test mit ihr. Mach einen Test mit ihr, mach Kinder mit ihr. Mach alles, was du willst, aber hau endlich ab! Ich bleib ein Jahr bei euch. War doch so abgesprochen. Oh, Scheiße. Was ist? Bist du sauer? Wegen Anna? Weil ich mit dir rum... Quatsch. Ey, was ist los mit dir? Also wir haben gedacht, 2 Wochen, naja, dass du 2 Wochen bleibst. Ey, willst du mich verarschen? Ehrlich, Ramon, die denken alle, naja, dass du 14 Tage nur hier... Warum sagst du nicht ganz einfach, dass du mich loswerden willst, ha? Ach, das will ich doch gar nicht. Wir werden einen Fehler gemacht haben in der Schule. Ein Fehler? Ja, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Oh, mierda. Da bin ich wieder. Ach, mein Schatz. Oh, schön, dass du wieder da bist. Warum hast du nicht Bescheid gesagt? Wir hätten dich da abholen können. Ach, ich bin gebracht worden. Nein. Ist das meine Tochter, die 2 Wochen intensiver Arbeit hinter sich hat? Oh. Ich glaube, das ist eher die, die 2 Wochen lang nur am Strand von Monaco gelegen hat. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe auch viel gelernt. So. Erzähl mal. Das Wetter muss ja ganz offensichtlich traumhaft gewesen sein. Ein Drink, die Damen? Ja. Also, was treibt man so bei einer BWL-Exkursion? Wir haben hauptsächlich Ausflüge gemacht. Habt ihr monegastische Unternehmen besichtigt? Vor allem gastronomische Unternehmen. Thomas hat sich ein Auto gemietet und wir haben uns ein bisschen umgesehen. Der Thomas. Ja klar, du hast ihn ja gesehen, wie er an der Haltestelle stand. Bei der Abfahrt. Und er hat mich gerade eben gebracht. Heißt das, du warst die ganze Zeit nur mit ihm unterwegs? Es war sehr interessant. Na, deine Kommilitonen fanden das sicherlich auch sehr interessant. Tja, und? Was soll's? Ich leiste an der Uni gute Arbeit und was in deren Hirn passiert, ist mir egal. Danke. Wo wart ihr denn untergebracht? Ach, das war ganz ordentlich. Wo ist denn eigentlich Florian? Auf seinem Zimmer nehme ich an, mit Ramon. Ramon, unser Austauschschüler. Aus Venezuela. Netter Kerl. Und wie sieht er aus? Nett eigentlich. Ja. Ganz gut. Tja, dann sage ich gleich mal Buenos Dias. Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Du hast die ganze Zeit gewusst, dass Tanja ein Kind von Henning bekommt. Was heißt die ganze Zeit? Zum Beispiel auf der Party, als wir Spaß hatten und rumgeflaxt. Damit du mal was erlebst und du sagst keinen Ton. Sophie, ich habe versucht, Henning klarzumachen, dass er dir die Wahrheit sagen soll. Das Schärfste ist, dass ich noch mit dir ins Mondrian renne, damit du mal einen Typen kennenlernst. Ich konnte es dir nicht sagen. Warum nicht? Ja, ich hab's Henning versprochen. Oh, du bist ja ein echt treuer Freund. Ich fand, dass das nur eine Angelegenheit zwischen euch beiden ist. Aber wie stehe ich denn jetzt da? Ich bin die Letzte, die erfährt, dass mein Freund Vater wird. Und Nicole, weiß die Bescheid? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich wünschte, hier würde irgendjemand mal irgendwas wissen und mir das auch sagen. Ja, ich weiß nur, dass Jan und Henning mich nach einem Vaterschaftstest ausgefragt haben. Gibt es denn nur noch feige Typen heutzutage? Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe meine Koffer noch nicht mal richtig ausgepackt. Wie kann denn sowas nur passieren? Ihr Deutschen seid doch sonst die Weltmeister im Organisieren. Ich
verstehe es ja auch nicht. Wahrscheinlich ist der Schulcomputer ausgeflippt. Impossibile. Computer machen keine Fehler. Nur die, die dran sitzen. Vielleicht kannst du ja zu den Waldex. Die wollten doch einen Austausch für ein Jahr. Und Mary fährt wohl bald zurück nach England. Hi. Hi, Schwesterchen. Meine Schwester, Susanne. Buenos dias, Señora Mon. Hey, du sprichst ja perfekt Spanisch. Naja, diesen einen Satz. Schön, dass du hier bist. Es wird dir bestimmt gefallen. Ist ja immer was los hier. Ja. Susanne, Besuch für dich. Ich komme. Hallo Sonja. Hi Susanne, ich muss unbedingt wissen, wie es war bei der Exkursion. Tja, da wärst du mal selber mitgekommen. Oh, sehr witzig. Du weißt genau, dass ich eine fette Grippe hatte. Also wie war's? Wie Exkursionen halt so sind. Das glaube ich dir nicht. So wie du aussiehst, fantastisch. Danke. Hat Thomas sich auch so gut erholt? Ich wette, du hast ihm wenig Schlaf gelassen. Ich glaube, es ist besser, wir setzen uns rüber. Ich hätte ja echt gern Mäuschen gespielt beim jungen Glück. Wie wär's denn mit einem anderen Thema? Was ist denn hier so passiert? Absolut tote Hose. Das einzige Ereignis, auf das alle gespannt sind, ist dein Referat morgen über Lean Management und Corporate Identity. Oh Gott, das habe ich total vergessen. Ja, da werde ich ihm wohl absagen müssen. So ein Mist. Der Ärmste. Es wird eine lange Nacht. Wie aufregend. Ein Rendezvous mit Bits und Bytes. Wenigstens hast du es hinter dir. Und meine Beziehung mit Sophie wahrscheinlich auch. Ach komm, wenn sie sich beruhigt hat, dann wird sie dir schon verzeihen. Kann ich nur hoffen. So ein verdammter Mist. Was soll ich bloß Nicole sagen? Die Wahrheit. Die beschissene Wahrheit? Dass ich vielleicht Papa werde, wenn ich Pech habe? Oh Gott, wie das klingt, was? Ich wüsste gar nicht, wo ich das Geld hernehmen soll für das Kind. Jetzt sag's erst mal Nicole. Das ist das Wichtigste. Dann kann ich Tanja nicht mehr erpressen. Ja, toll. Und was nützt mir das, wenn meine Freundin auf und davon ist? Lean Management ist, wenn man trotzdem in seiner Lieblingsbar Sushi essen geht. Sag mal, spinnst du? Ich? Wer verkriecht sich denn in einem einsamen Büro und tut so, als würde er arbeiten? Ich muss morgen ein Referat halten und ich habe gerade mal die Überschrift. Dafür habe ich uns einen Tisch beim Japaner bestellt. Ist doch kooperativ, oder? Heute wird gearbeitet. Du verpasst Tofu no Shagayoyo als Vorspeise und Ebi Kimisushi als Hauptgericht. Vergiss es. Auch die Nachspeisen? Miso Yokan und Nashi mit grünem Tee. Das ist mir total egal. Woher weißt du eigentlich, dass ich hier bin? Deine reizende Mutter. Sie hat dich verraten. Ach was, du hast sie rumgekriegt? Sie hat massiv darauf bestanden, dass du in Ruhe arbeiten musst. Den Rest habe ich mir dazu gedacht. Kluges Kerlchen. Ich habe mir auch gedacht, dass du bestimmt etwas Trost und Hilfe gebrauchen kannst. Och, und da hast du gleich mal einen Tisch bestellt. Richtig. Zuerst schreiben wir die Einleitung, dann kommt eine kleine Vorspeise. Danach stellen wir die These auf. Als Belohnung das Hauptgericht. Und als Nachspeise dann das Schlusswort. Genau. Dann muss es nur noch korrigiert werden. Zu Hause, im Liegen. Setzt euch. So. Nein, Susanne isst nicht mit. Das ist ja wieder mal typisch. Kaum zurück, schon wieder unterwegs. Lass sie muss doch ihr Referat halten. So. Danke, ich habe keinen Hunger. Da muss ein Fehler passiert sein. In der Schule. Der Schulcomputer hat Ramon falsch eingeteilt. Ich meine zur falschen Familie. Was? Ich finde, wir sind genau die richtige Familie für Ramon. Oder? Aber nur für 2 Wochen.
Ja, also meinetwegen kannst du auch gerne ein paar Tage länger bleiben, wenn es von der Schule her geht. Du verstehst mich nicht. Wir haben einen Austauschschüler für 2 Wochen angemeldet. Ramon will aber ein Jahr bleiben. Seit wann weißt du das? Er hat's mir vorhin erzählt. Ich verstehe gar nicht, wie so ein Missverständnis. Irgendein Idiot in der Schule hat geschlafen, das kennt man doch. Oder ein Fehler im Schulcomputer. Naja, ist ja jetzt auch egal, woran es liegt. Die Frage ist nur, was passiert mit dir, Ramon? Wir könnten mal bei den Waldex nachfragen. Die suchen noch einen Schüler für ein Jahr. Nee, so einfach können wir es uns nicht machen. Ja, zuerst mal müssen wir in der Schule nachfragen. Was hat denn die Schule damit zu tun? Ramon ist unser Gast. Jetzt lasst uns erst mal essen. Wir werden das nachher in aller Ruhe besprechen. Keine Sorge, Ramon. Das wird sich schon alles klären. Thomas. Gründe für den Aufbau einer Corporate Identity. Erstens. Unterschiedliche Charaktere mit divergierenden persönlichen Zielen werden auf ein verbindendes Ziel ausgerichtet. Zweitens. Verbindendes Wir-Gefühl wird vermittelt. Dies steigert die Motivation und den Erfolg eines Unternehmens. Jetzt hör mal zu, Herr Dozent, ja? Meine persönliche Identität braucht mal wieder eine Erfolgssteigerung. Für Erfolgserlebnisse bin ich zuständig. Aber nicht für meine beruflichen. Das wichtigste Erfolgsrezept lautet hin und wieder etwas Spaß und Entspannung. Du sagst es hin und wieder. Thomas, ich bin wild entschlossen. Ich auch. Mein Referat alleine durchzuziehen. Das muss sein. Für mich und wegen all der anderen. Wenn du jetzt artig gehst, lade ich dich morgen zu Shawan Mushi ein. Shawan was? Shawan Mushi, das ist der... Jetzt weiß ich, das ist in die Frau mit dem einen Bein. Morgen erkläre ich dir, was das ist. Und jetzt raus mit dir. Ich beuge mich, Shawan Mushi. Aber das nächste Mal lässt dich von mir verwöhnen. Dann steht deinem Erfolg nichts mehr im Weg. Raus. Was willst du denn hier? Ich bin zufällig vorbeigekommen. Ich wollte gerade duschen. Ach, damit dein schöner Körper so rein wird wie dein Herz? Nein, so rein wie das, was ich unterm Herzen trage. Mhm. Womit wir ja beim Thema wären. Dein Freund hat also endlich gebeichtet, ja? Wir dachten ja eigentlich, wir wären dich für immer los. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber nein, da bist du schon wieder, um uns Schwierigkeiten zu machen. Ich will hier niemandem Schwierigkeiten machen. Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Aber die hast du wahrscheinlich auch schon verkauft. Alles, was ich will, ist, dass Henning mir hilft. Ich bin schließlich nicht alleine für das Baby verantwortlich. Da gehören immer 2 dazu. Jan kommt doch genauso gut in Frage. Und wer weiß, wer sonst noch. Bei Henning ist das aber am wahrscheinlichsten. Das zieht nicht. Zufällig weiß ich, dass Henning immer verhütet. Oh. Ja, klar. Du warst ja auch dabei. Und außerdem, das mit dem Baby ist unsere Angelegenheit. Du suchst doch nur jemanden, den du abzocken kannst. Das ist ja wohl genau andersrum. Henning will mich abzocken. Was denkst du dir denn jetzt schon wieder aus? Er will mir 50.000 Mark geben. Wofür? Damit ich das Kind wegmachen lasse. Was? Ja. Dabei will ich nichts anderes als mein Baby kriegen und dem Kind ein ordentliches Leben bieten. Und ich weiß, dass ich eine gute Mutter sein werde. Der Junge will ein ganzes Jahr bleiben. Das hat man ihm schließlich zugesagt. Wer, ich vielleicht? Ach Mensch, Arne, jetzt versuch dich doch mal in seine Lage zu versetzen. Ganz allein in einem fremden Land. Ja, ist denn das vielleicht unsere Schuld? Ich dachte, du magst ihn. Ja, mag ihn. Dann verstehe ich dich nicht ganz. Wir haben doch nun hier wirklich genug Platz. Warum soll er also zu den Waldex? Außerdem wäre es für Florian auch ganz gut, jetzt wo Jan nicht mehr da ist. Iris, du hast wohl vergessen, wie es zurzeit um die Firma steht. Das sind keine guten Voraussetzungen für einen Dauergast. Jetzt komm,
Stopfen. 5 oder 6 Mäuler stopfen, das spielt dann auch keine Rolle mehr. Sicher. Aber es waren 2 Wochen vereinbart und nicht 52. Schließlich geht es auch ums Prinzip. Nein, es geht um den Jungen. Eben. Und deshalb gehe ich morgen zu diesem zuständigen, wie heißt er? Dr. Vogel. Genau, Dr. Vogel. Mit dem Vogel werde ich morgen alles regeln. Lass mich noch machen. So, meinst du? Verlass dich auf mich. Wo soll ich denn hin? Mit einem Baby finde ich doch nie eine Wohnung. Als Alleinerziehende bist du doch immer die Dumme. Und dann kommt auch noch Henning und will mich fertig machen. Hat er dir wirklich Geld geboten, damit du abtreibst? Ja, dann wäre er alle Probleme los. Aber was das für mich bedeutet, das ist ihm egal. Und das soll ich dir glauben? Frag ihn doch selbst. Und auch gleich nach dem Vaterschaftstest, den er von mir verlangt hat. In so einer Situation ist das ja wohl normal. Findest du? Und mein Baby, das könnte sterben bei dem Eingriff. Die stechen dir mit einer Nadel in den Bauch und saugen Fruchtwasser raus. Das hat er bestimmt nicht gewusst. Doch, ich habe es ihm selber gesagt. Er ist so ein brutaler Typ. Ich hoffe, mein Baby merkt nichts von den ganzen bösen Gedanken, die vom eigenen Vater kommen. Also mir reicht's jetzt, ich gehe. Und wie hast du geschlafen, Ramon? Wo ist denn Susanne? Noch oben? Nee, die ist schon zur Uni. So früh? Ihr Referat hat sich die halbe Nacht um die Ohren geschlagen. Ich habe mit Dr. Vogel telefoniert. Ihm ist die ganze Sache völlig schleierhaft. Scheint tatsächlich ein Computerfehler zu sein. Ja, und was geschieht jetzt? Wie kann denn sowas passieren? Sowas ist schon bei der NASA vorgekommen. Außerdem ändert jetzt auch nichts mehr. Wir haben besprochen, dass Ramon nach den 2 Wochen bei uns erstmal zu den Waldex geht. Naja, da kann man wohl nichts machen. Anna und Susanne habe ich noch gar nicht richtig kennengelernt. Du kannst doch immer bei uns vorbeischauen. Jetzt müssen wir aber los. Erste Stunde ist Mathe und ich muss noch was nachgucken. Wir denken uns für den Rest der Zeit noch was Schönes aus. Ja? Hey, wie wär's denn mit einer Rheinschifffahrt? Ja. Da würde ich auch noch mal mitkommen. Ja, tolle Idee. Hast du den Stielecke gesehen? Der war total begeistert. Meinst du wirklich? Der konnte mich doch noch nie ab. Kannst mir glauben, hing dir richtig an den Lippen. Den Schein hast du in der Tasche. Ja, für die kurze Vorbereitungszeit war es eigentlich ganz okay. Tja, Teamwork ist eben alles. Teamwork, von wegen. Frau Koch, haben Sie bitte einen Moment Zeit? Ja, natürlich, Herr Professor. Ihr Referat hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön. Es war sogar für mich sehr interessant und sehr anschaulich vorgetragen. In 2 Punkten wäre ich gerne etwas ausführlicher geworden. Ich bin mit Ihren Leistungen sehr zufrieden. Deshalb möchte ich Sie fragen, ob Sie an einem Stipendium interessiert sind. Ich an einem Stipendium? Ja, natürlich sofort, wenn eine Möglichkeit besteht. Kennen Sie die Stadeberg Stiftung? Ich bin dort Vertrauensdozent und würde mich gerne für Ihre Bewerbung einsetzen. Holen Sie sich doch einen Termin in meinem Sekretariat, dann erzähle ich Ihnen mehr darüber. Ja, natürlich gerne. Dankeschön, Herr Professor. Hier, Ramon, warte mal. Du hast mich ja gestern ganz schön hängen lassen. Wir waren noch fürs Kino verabredet. Ich habe über eine Stunde auf dich gewartet. Tut mir leid. Kam was dazwischen. Bei dem Brandnest? Ja. Nicht so toll. Nee, kein Streit oder so. Ich bin nur in der falschen Familie gelandet. Falsche Familie? Ein blöder Computerfehler. Computerfehler, ist typisch. Das Ding ist voll für den Arsch. Frag mal Florian. Naja, letzte Woche hat er für Anna die Chemieklausur rausgehakt. Ehrlich? Was macht er mit links? Und was jetzt? Sieht ganz so aus, als müsste ich jetzt zu den Waldex.
Da kommt ja der Spezi. Ah, ich gehe dann mal besser. Bis später. Was hat sie denn auf dem Herzen? Wegen gestern. Wir wollten eigentlich ins Kino. Nee. Und was ist mit dem Spezi? Sie hat mir erzählt, dass du den Schulcomputer geknackt hast. Ich? Komm, erzähl schon. Annas Chemieklausur. Wie hast du das Ding da rausgeholt, ne? Ach, das ist gar kein Problem. Einen ganz normalen Modem. Aha. Null Problemo, ja? Hm? Und beim Austauschprogramm? Hast du da auch einfach so rumgehackt? Wieso? Wer hat das gesagt? Das ist Quatsch. Sophie, ich hab dich gestern Abend noch angerufen. Du warst leider nicht da. Ich war bei Tanja. Wir haben ein bisschen geplaudert. Und? Was ist dabei rausgekommen? Sie hat mir ein paar Sachen erzählt, die ich gerne von dir gehört hätte. Ich hab dir doch gesagt, was für ein Spiel sie treibt. Du bist doch kein bisschen besser als sie! Bietest dir 50.000 für eine Abtreibung! Ich will kein Kind von Tanja! Verstehst du das? Ja, das verstehe ich. Aber eine Abtreibung verlangen und diesen brutalen Vaterschaftstest. Das ist ja wohl das Mindeste, was ich verlangen kann. Aber wieso versteifst du dich so darauf? Ich denke, Jan kommt als Vater genauso in Frage. Deswegen will ich ja eine Klärung, ein für alle Mal. Henning, hast du ein Kondom benutzt mit ihr? Natürlich. Bloß weil ich diese blöde Situation klären will. Ich will nur wissen, ob du bei der Nutte Tanja verhütet hast. Bei der Nutte Sophie bist du immerhin gleich zum AIDS-Test gerannt. Ich kann es immer noch nicht fassen. Er will mich wirklich fürs Stadeberg-Stipendium empfehlen. Das ist so ziemlich das Tollste, was man hier ergattern kann. Ich freue mich für dich. Nie im Traum hätte ich daran gedacht, dass mir sowas passieren könnte. Wahnsinn. Ja, dann hat sich die lange Nacht doch gelohnt. Das lag ja wohl nicht nur an der einen Nacht. An was denn sonst? Der war richtig begeistert von meinem Referat. So war er das? Ja klar, er ist ja vorher nicht auf mich zugekommen. Das liegt wohl daran, dass er vorher nichts von deinen exzellenten Fähigkeiten gewusst hat. Das sage ich doch. Wenn ich letzte Nacht nicht so hart gearbeitet hätte, wäre das nicht passiert. Bist du eifersüchtig? Ich? Bestimmt nicht. Thomas ist absolut nicht mein Typ. Wieso Thomas? Sag mal, du spinnst ja. Und du bist ein bisschen naiv. Ich habe keinem anderen irgendetwas zu verdanken, wenn du das meinst. Nicht mein Referat und auch nicht meine Empfehlung fürs Stipendium. Mit Thomas Lorenz hat das rein gar nichts zu tun. Nimm's mal von der romantischen Seite. Thomas weiß eine gute Bettnummer zu schätzen. Und seine Empfehlung für das Stipendium ist eben seine Art, sich bei dir zu bedanken.